Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Michael Sachsens Art Talk. Wir wollen hier ratschen, schnacken, Mythen knacken, quasseln, quatschen. Nur eins wollen wir nicht: tratschen. Das machen andere schon. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, ich bin Michael Sachsen. Auf diesem Kanal zeige ich dir, dass Malerei gar nicht so schwer ist, wie es häufig von vielen behauptet wird. Schön, dass du da bist. Ich bin ja viel unterwegs beim Malen. Also ich male viel im Freien. Und wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, ne, dass viele Leute mich ansprechen beim Malen, dann begeistert sind und so auch ein bisschen so überrascht sind. Boah, da malt ja einer hier mitten unter den Leuten auf der Straße, ne, der Straßenszene oder was auch immer. Und werde dann auch oft angesprochen. Ne? Und ich stelle fest, dass wirklich sehr, sehr viele Leute eher so, ja, natürlich erstmal fasziniert sind. Man sieht ja nicht alle Tage jemanden malen hier mitten auf der Straße. Zumindest hier vielleicht in Deutschland nicht. In anderen Ländern ist es vielleicht ein bisschen anders. Frankreich oder so, ne? Aber erstmal eine Überraschung und dann die Konfrontation. So, Mensch, ich habe ja früher auch mal gemalt. Mensch, schau mal, was der da macht. So habe ich mir das auch irgendwie vorgestellt. Ne? Damals, ne? Wo die dann vielleicht noch gemalt haben. Und sind aber dann irgendwo stecken und hängen geblieben. Ne? Da hatten wir ja letztens schon drüber gesprochen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr tief einsteigen. Aber ich spreche das deswegen an, denn ich hatte wirklich diese Woche einen außergewöhnlichen Kommentaraustausch mit einem Herrn, der wirklich, ich gehe davon aus, dass es ein Herr war, der mich darauf angesprochen hat, dass eigentlich ein Blau oder ein preußisches Blau ja eigentlich eher kalt wäre. Das war so der Ausgangspunkt. Und damit hat er natürlich zunächst einmal recht. Ich habe das dann natürlich auch ein bisschen fachlich ausgeführt, warum ich eben davon überzeugt bin, dass Blau wirklich in Relation mit anderen Farben gesehen werden muss. Jede Farbe allein ist zunächst mal blau oder rot oder gelb. Aber es kommt auf den inneren Wert an. Ist es eben, welche Temperatur die Farbe hat. Eben wärmer, gelblich oder rötlich, dann eben kühler. Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Da kannst du gerne die technischen Videos von mir ansehen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieser Herr einen logischen Einwand hatte, den ich dann allerdings auch fachlich fundiert ihm, ich sag mal, erklären konnte, warum eben ein Blau auch kalt oder warm sein kann. Und dass er dann daraufhin in einer bemerkenswerten Weise geantwortet hat und wirklich seiner Begeisterung Ausdruck verliehen hat, was dann bei mir wieder bewirkt hatte, dass ich ein Freudentränchen verdrückt habe. Denn er meinte auch, dass er jetzt wieder das Malen anfangen würde. Stell dir das mal vor. Der wäre vielleicht, ich weiß nicht wie lange, weiterhin frustriert gewesen. Und jetzt fängt er wieder, oder er denkt zumindest darüber nach, wieder das Malen anzufangen. Stell dir das mal vor. Mensch, also das berührt mich, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ne? Und eben die Malerei zu entmystifizieren. Ne? Viele Leute kommen an so einen Punkt, denke ich mal, wo sie merken, hoppla, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich habe jetzt schon so viele dies gesehen, Bücher gelesen, das ging mir ja auch so. Ne? Ich habe so viele Bücher gelesen, habe aber die Information, nach der ich irgendwo gesucht habe, nicht gefunden. Und wenn du an dem Punkt bist, nicht aufgeben. Und wenn du sowieso jetzt bei diesem Kanal schon gelandet bist, dann hast du wirklich, mein Gott, dann bist du gesegnet, weil du dir einen langen Umweg sparen kannst. Weil ich dir genau diese Erkenntnisse vermitteln möchte, die ich eben auch erlangt habe über die Jahre hinweg. Also was ich hier vermittle, sind wirklich, und das möchte ich vielleicht auch als Disclaimer gerade mal vielleicht hier nochmal klarstellen, ich betitle mich jetzt nicht als
als zertifizierten Lehrer oder Dozent oder Kunstdozent in irgendeiner Art und Weise, denn das bin ich nicht. Ich bin nicht zertifiziert als solches, sondern ich vermittle oder möchte hier lediglich meine Erfahrungen in über 20 Jahren Malerei vermitteln, in Öl und dann eben auch in Aquarell. Und dir dann eben auch vielleicht den einen oder anderen Umweg oder Zeitersparnis hier ermöglichen, ne? Aufgrund dieser Erkenntnisse. Und eine grundlegende Erkenntnis ist eben erstmal die, also einmal nicht aufzugeben, auch wenn du gerade an dem Punkt bist und du denkst, ich komme gerade nicht weiter, ich kriege die Farben nicht so hin, wie ich mir das vorstelle und überhaupt und alles. Ach, und das ist nämlich der Knackpunkt. Wenn du jetzt aufgrund dieser Tatsache, dass du vielleicht nicht dieses oder jenes so schaffst, wie du dir das vorstellst, dass du dir dann denkst, ach, vielleicht fehlt mir das Talent und ich bilde mir das alles nur ein und vielleicht hat ja mein Onkel recht, der sagt, ach, du, was meinst du, bist du Van Gogh oder sowas in der Art? Entschuldige, ich will jetzt deinem Onkel nicht zu nahe treten. Kann auch deine Tante sein. Nein, der will ich auch nicht zu nahe treten. Nein, bitte versteh mich richtig. Ne? Ich will keinem mir zu nahe treten, sondern Leuten, die einfach dann sagen, ja, schau mal, der hat ja gar kein Talent. Und dann glaubst du das vielleicht auch noch, wobei du aber tief im Herzen diese Leidenschaft hast, ne, fürs Malen. Ne? Und genau da setzt Sachsen Feinart ein. Ne? Ich bin der festen Überzeugung, dass Malerei wirklich eine Reihe Prinzipien, aus einer Reihe von Prinzipien besteht, ähnlich eines Fragenkatalogs. Ich habe das letztens auch schon mal mit einer Piloten-Checkliste verglichen. Ne? Das sind ein Fragenkatalog, den du dir bei jedem Bild, den du abarbeitest. Ne? Und wenn du jede Frage letztlich beantwortet hast, dass du dann meist vor einem fertigen Bild stehst. Ne? Mir geht es so. Und dieser Fragenkatalog, der fängt zum Beispiel mit einer ganz gezielten Frage erstmal schon mal an. Warum will ich etwas malen? Was will der Künstler uns sagen? Was willst du mit diesem Bild sagen? Warum spricht dich diese Szene an? Wenn sie dein Herz anspricht, dann frag dich ruhig mal, ja, aber warum spricht es mein Herz an? Ne? Das nämlich, wenn du diese Frage für dich als erstes beantworten kannst, dann ist das letztlich deine Prämisse für dein Werk. Das ist dein Leitfaden. Wenn du irgendwie abschweifst, wenn du abschweifst, weil du dir denkst, ach Mensch, schau mal, jetzt sind hier noch mal ein paar andere Leute zu dem Tisch gekommen, ne, in dem Café. Das ist doch eine wunderbare Komposition. Nein, stopp. Du hast ja deine Frage schon beantwortet. Was ist deine grundlegende Frage? Deine Frage war ja, und deine Antwort ist diese Szene. Ne, wenn du jetzt abschweifst, das ist wie ein Kompass, der, oder wie Leuchttürme, wenn du abschweifst von der Fahrrinne, ne, dann gibt es so blink, 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 blink und dann bleibst du hier deiner Linie treu und letztlich erhältst das Bild, das du dir hier anfangs vorgestellt hast. Denn du hattest ja anfangs eine Vorstellung, vielleicht schon mal irgendwie in deinem Kopf. Und du sagst, Mensch, vielleicht siehst du ja das Bild schon förmlich, ne? Irgendwie gedanklich. Und du sagst, ach, das könnte ich so und so und so und so könnte ich das machen. Ne? Und dann fangen die Fragen an. Wie sieht es aus mit der Komposition? Muss ich hier vielleicht noch etwas abändern? Muss ich hier vielleicht noch etwas optimieren? Und das kannst du ja mit deiner künstlerischen Lizenz, kannst du den Tisch einfach verschieben. Oder die Blumenvase, die hier im Weg steht. Schieb sie doch ein bisschen, dass es eine gefällige Komposition wird. Es gibt auch ganz, ganz bestimmte, ich sag mal, Kompositionsprinzipien. Eine davon hast du sicherlich schon gehört. Der goldene Schnitt ist eine davon. Oder die Dreierregel. Ne? Da gehen wir alles nochmal gezielt drauf ein. Da wollen wir heute gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Das ist ja heute, wir quatschen hier einfach nochmal, sag ich mal. Wir ratschen hier und wir schnacken und wir wollen Mythen knacken. Ne? Das andere, das sind dann technische Tutorials, das zeigt dir dann genau, worum es da geht und was ich da genau meine. Ne? Komposition, Proportion. Ne? Und das ist mir in meiner Anfangszeit, meine frühen Werke zeigen das sehr gut. Potenzial, ja. Farbe hat er schon verstanden, sieht gut aus. Aber hier schau mal, die Perspektive ist total verzerrt. Ja, okay. Die Proportionen,
das passt alles nicht. Die Komposition, das ist nicht so günstig aufgeteilt auf der Leinwand. Ne? Das sieht man dann da sehr gut. Ich habe ja Bücher gelesen über Perspektive. Da gibt es ja Bücher, die übers Zeichnen alleine so dick sind. Nur Zeichnen. Und da ist das Thema Perspektive ist mindestens dann, keine Ahnung, vielleicht 10, 15, 20 Seiten. Ein-Punkt-Perspektive, Zwei-Punkt-Perspektive, Drei-Punkt-Perspektive. Eine Perspektive, die du den Berghang nach unten zeichnest. Irgendwie, was weiß ich, an der Amalfiküste. Ein Gassenverlauf, der gewinkelt nach unten verläuft oder nach oben, je nach Standpunkt. Ach, da gibt es ja unzählige Literatur. Und bitte, mach dich da schlau. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ne? Und ich habe eben alle diese Bücher auch gelesen, verinnerlicht und konnte aber den Bezug zu meinen eigenen Werken irgendwie nicht herstellen. Wie kann ich jetzt das Gelesen, diese 15, 20 Seiten allein über die Perspektive jetzt hier in meinem Bild anwenden? Ich sage es einfach, wie es ist. Mir ist es so gegangen. Vielleicht gehörst du da nicht dazu. Du kannst das alles total perfekt umsetzen. Wunderschön, perfekt, freue ich mich für dich. Mir ist es halt nicht so gegangen. Und dann die Proportionen. Ne? Hier, keine Ahnung, eine Häuserschlucht. Dann ist das hier und da. Das ist alles so wunderbar, schön. Aha, okay. Aber mein Fokus, die Geschichte, die ich anfangs erzählen wollte, vielleicht 2, 3 Leute, die mit dem Regenschirm die Straße lang gehen, an einem regnerischen Tag. Die waren dann so winzig klein, alles andere war viel zu groß rundherum, aber die Geschichte, der Fokus, der war winzig klein. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, die Farben, alles so toll, da ist mir vielleicht sogar die Perspektive gelungen, aber die Proportionen haben nicht gestimmt. Ne? Das sind alles so Sachen, die man sich alles im Vorfeld auch überlegen kann. Und ich sage das kann, denn diese Prinzipien, die ich hier vermitteln möchte, das sind keine kein starres Reglement. Du musst dich daran nicht halten. Du kannst es nutzen für dich als Orientierung. Du kannst dir vielleicht das eine oder andere herausziehen, weil du das andere schon beherrschst. Oder du kannst es einfach alles über den Haufen werfen und sagen, hey, ich male jetzt einfach so, wie ich das möchte. Das ist ja auch okay. Die Kunst ist frei. Ne? Ich will dir hier keine Rüstung aufstülpen, die dir nicht passt. Ne? König David, der hat mit einer Steinschleuder den Philister erledigt. Und der König wollte ihm eine Rüstung aufsetzen, die ihm nicht gepasst hat. Ja, das ging nicht. Der ist gestolpert, hingeflogen, ne? Hat sich nicht wehgetan, weil die Rüstung ihn ja voll geschützt hat. Aber ich sag mal, das ist einfach, ne, es ist wirklich so ein Hilfslinienwerk, wenn du so möchtest. Ne? Und genau das ist auch dieser Fragenkatalog, das sind eine Hilfslinie, ein Hilfswerkzeug, ne? Wo du dann die Fragen abarbeitest. Okay, was will ich eigentlich ausdrücken? Weil wenn du diese Frage erstmal beantwortet hast, dann kommen nämlich die anderen Fragen. Wie komme ich denn am besten dahin, um das, was ich ausdrücken möchte, auch wirklich ausdrücken zu können? Und dann kommen schon die nächsten Fragen und Antworten. Ach so, aha. Ja gut, dann muss ich hier die Komposition ein bisschen, dann muss ich das vielleicht, ich glaube, das ist hier, für dieses ist eine Zwei-Punkt-Perspektive besser geeignet. Ne, für dieses Format oder für dieses Bild, für diesen Ausdruck, für diese Antwort, die ich gefunden habe für mich, warum ich das malen möchte. Dann kommen die Antworten schon. Und das ist ein innerer Dialog. Das ist wie ein stilles Wissen. Das sind so Ahnungen. Ne? Die kommen dir plötzlich in den Sinn. Sag, ach, das könntest du so machen oder das könntest du so machen. Und je mehr du dich mit diesen Fragen oder mit diesem Konzept auch auseinandersetzt, desto deutlicher werden die Fragen auch werden, ne? Denke ich mal. Ne? Anfangs ist das vielleicht völlig ungewohnt. Was du jetzt gerade hörst, ist vielleicht, hörst du zum ersten Mal. Ne? Aber Malerei ist ein innerer Dialog. Ne? Also für mich ist das definitiv so. Und ich denke für dich auch irgendwann mal, ne? Wenn du dich auf diesen Dialog erstens mal einlässt, ne? Und dann auch diese Stimme zu erkennen lernst. Ne? Also, okay, die Komposition, das passt hier noch nicht. Vielleicht machst du eine kleine Bleistiftskizze, bevor du überhaupt mal erstmal anfängst. Ne? Vielleicht 5 mal 5 cm, 5 mal 3 cm. Ich habe jetzt hier nichts Greifbares da. Irgendeine kleine Skizze.
wo du sagst, nur mit Bleistift und dann siehst du schon, welche Komposition ist, muss mal langsamer reden, Entschuldigung, welche Komposition besser wirkt. Hochformat, Querformat, das sind Fragen auf dem Fragenkatalog. Ja, Entschuldigung, ein Pilot, der startet nicht einfach, der sagt, okay, der kriegt auch Instruktionen. Auf welcher Landebahn, auf welcher Startbahn, wo muss ich hin? Ne? Hochformat, Querformat. Und er kriegt diese Instruktionen. Klar, vom Tower. Dein Tower ist deine innere Stimme. Du sagst, und wenn du das nicht genau hörst, weil es irgendwie, da ist zu viel Rauschen oder irgendwie die Verbindung ist gerade schlecht, dann mach einfach mal eine Hochkantskizze. Mach daneben eine Querformatskizze. Schau dir, welche dir und deinen inneren Vorstellungen eher entspricht. Ne? Das hat Auswirkungen, ob das hochformatig oder querformatig ist. Das ist dir vielleicht anfangs gar nicht bewusst. Probier es einfach mal aus, bevor du jetzt eine Stunde lang malst, eine Leinwand und Farbe ja nicht vergeudest, weil es ist ja trotzdem ein Lerneffekt. Ne? Ich hab ganze Schachteln von Lerneffekten im Keller stehen. Die sogenannten frühen Werke. Ne? Kannst du gerne machen. Ja, da will ich dich gar nicht davon abhalten. Und jedes Bild ist ein Lerneffekt, auch jetzt noch. Also ich bin noch lange nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob man als Maler oder als Künstler oder überhaupt, ich sag mal, während seiner Lebenszeit ankommt oder ob man nicht erst ankommt, wenn naja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Es ist einfach ein andauernder Lernprozess. Ne? Und dann bei so einer Skizze, da siehst du sofort, welches deiner Antwort am meisten entspricht. Und dann kannst du anfangen. Und ich habe ja früher, ich habe die Szene gesehen, war voller Enthusiasmus, Leidenschaft, habe den Pinsel gegriffen, die Farbe auf die Palette und dann habe ich gleich losgelegt, ohne mir überhaupt irgendwelche Fragen zu stellen und habe dann hinterher festgestellt, eine Zeichnung wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ich habe mich ja früher vom Zeichnen gedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich dachte so, weil ich habe nicht gut zeichnen können. Ja, das erinnert mich an Monet, der einen Briefwechsel hatte. Bitte, bitte, bitte korrigiere mich, falls ich mich hier täuschen sollte. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. War es Renoir oder war es einer seiner anderen Zeitgenossen, der sagte zu Monet, malen hast du schon verstanden, aber du musst ja zeichnen lernen. Wie bitte? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich da täusche. Jedenfalls konnte ich dann weiterlesen, dass Monet immer ein kleines, ich habe jetzt wirklich nichts Griffbereites, immer ein kleines Skizzenbüchlein und einen Bleistift in der Tasche hatte und immer gezeichnet hat, wo immer er war. Irgendwelche Skizzen. Du musst ja nicht großartig, du sitzt im Café. Schau mal, jetzt sitzen wir auch im Café. Ne? Jetzt hörst du mir zu. Vielen Dank dafür übrigens. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich riesig, dass du auch jetzt noch dran bleibst und zuhörst. Ne? Und ich hoffe, dass das dir wirklich auch was bringt. Ne? Aber du sitzt hier und scrollst dich auf deinem Handy. Ne? Und wenn du mal jetzt nicht hier beim Art Talk bist, sitzt in einem Café, anstatt das Handy in der Hand zu haben, nimm dir doch einen Zeichenblock, der genauso groß ist wie das Handy. Oder vielleicht kleiner, ein Bleistift, passt alles in deine Tasche. Und skizzier doch einfach mal mit 3, 4, 5 Strichen die Kaffeetasse, die vor dir sitzt. Ne? Oder, keine Ahnung, der Blick aus dem Fenster, das Haus gegenüber, die Theke, die Kaffeemaschine, den Ober. Das muss keine Skizze, das muss keine Zeichnung sein. Wenn du einen Kreis zeichnen kannst, ein Quadrat, ein Rechteck und eine Linie, wie gerade die ist, mehr oder weniger gerade, egal, dann kannst du zeichnen. Du musst es ja erstmal ganz in grobe Formen runterbrechen. Im Kopf ist erstmal halt nicht jetzt rund, eher vielleicht oval, ne, dann den Oberkörper. Dann kriegst du auch schon so ein Gefühl für die Proportionen, abgesehen jetzt von Proportionen der einzelnen Komponente, vielleicht in der Straßenschlucht oder auf dem Marktplatz oder was auch immer, aber auch die Proportionen für einen Menschen. Ne?
Das weißt du schon. Du weißt ja, wenn eine Proportion stimmt. Und du weißt es auch genauso gut, wenn eine Proportion nicht stimmt. Wenn du dir ein Bild anschaust und sagst, oh, okay, dann weißt du, da stimmt was nicht. Also da brauchst du kein Zertifikat, ne, um das zu erkennen. Ne, damit wachsen wir ja auf. Wir wachsen ja auch auf mit Perspektive. Ne? Sobald du anfängst klar zu sehen, als Kind, als Baby, hast du eine Perspektive, du wächst mit Perspektive auf. Also das ist, und du siehst sofort, wenn was nicht stimmt oder wenn was eben passt. Und da gibt es eben Hilfsmittel, wie man das auch tatsächlich auf einer zweidimensionalen Ebene auch erreichen kann. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ne? Und der Punkt, wenn du ankommst an den Punkt oder wenn du an den Punkt angekommen bist, wo du dann zu zweifeln beginnst, wo du sagst, vielleicht habe ich nicht genug Talent. Nein. Ich sage mal wirklich hier ein ganz vehementes und ein ganz klares Nein. Es ist nicht Mangel an Talent. Ne? Wenn du eine gewisse Leidenschaft hast, und die ist, glaube ich, Grundvoraussetzung für egal, was du machst. Ich spreche nur mal diese berühmten 10.000 Stunden an. Ne? Das sogenannte Talent, abgesehen davon, finde ich jetzt nicht in der Genetik, dass man jetzt das Cello besonders gut mit den Fingern hier bewegen kann und die Saiten trifft und die Noten, sondern das Talent meines Erachtens ist tatsächlich diese 10.000 Stunden auch dran zu bleiben, bis man dann eben auch Resultate erreicht, die man sich vorstellt. Das ist meines Erachtens wirklich das wahre Talent, dran zu bleiben. Dran zu bleiben an was? An der richtigen Technik. Na, du kannst ja 10.000 Stunden irgendwas üben und wenn du das Prinzip und die Technik nicht hast, dann hast du 10.000 Stunden was Verkehrtes gelernt und denkst dir dann, weil du wo du dich dann bei jedem Orchester vorstellen willst und du hast ja 10.000 Stunden lang geübt, dann überall abgelehnt wirst. Warum? Ja, nicht das Talent, die Leidenschaft hast du ja. Ne? Aber du hast vielleicht ein verkehrtes Prinzip angewandt. Ne? Oder überhaupt gar kein Prinzip. Oder ne? Du hast halt einfach Cello gespielt für 10.000 Stunden. Ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Es gibt jede Menge Musiker, die ohne Notenkenntnis und ohne Musiktheorie und ohne all diesen ganzen hervorragende Musiker und Komponisten sind. Das will ich gar nicht sagen. Ich will gar nicht sagen, dass das alles erforderlich ist, dass du ein wirklich tolles Bild malst, ne, und deiner Seele Ausdruck verleihst. Das will ich damit gar nicht gesagt haben. Sondern mein Punkt ist der, dass es wirklich kein Mangel an Talent als solches ist, sondern vielleicht einfach nur der Mangel am richtigen Prinzip. Oder ne, ein Mangel an der richtigen Herangehensweise oder Technik. Ne? Das ist ähnlich wie, stell dir mal vor, du möchtest Autofahren lernen und hast aber überhaupt keine Ahnung davon und probierst einfach aus. Wie viel Zeit du verschwendest und vielleicht den Motor total kaputt machst. Wobei, nein, ich glaube, kann man das? Ja, wenn du es geschafft hast zu fahren und dann wechselst du während der Fahrt in den Rückwärtsgang, ja, das geht vielleicht das Getriebe kaputt, aber ich weiß nicht, bei der heutigen Technik ist das überhaupt noch möglich. Da gibt es sicherlich Sicherheitsfunktionen, die das eben verhindern sollten. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Du fährst zwar dann, du bewegst dich, aber es ist nicht wirklich effektiv, weil es dir am Prinzip oder an den Prinzipien eben fehlt, an der Kenntnis. Du mischst und machst und mischst ein Blau und ein Gelb und du bekommst kein klares Grün. Wobei du doch weißt, Blau und Gelb gibt doch eigentlich Grün. Und ja, eigentlich. Eigentlich ist ja eine Einschränkung. Ne? Das Wort eigentlich beinhaltet eine Einschränkung. Das bedeutet, du hast schon recht, aber wenn du nur Gelb und nur Blau mischst, dann bekommst du ein wirklich schönes, klares Grün. Logisch, haben wir alle gelernt in der Schule. Was wir aber nicht gelernt haben, ist
dass ein Blau einen Rotanteil beinhalten kann, dann wird es eher ein bisschen kühler, blaustichig, also rotstichig. Oder ein Gelb, das ist ganz typisch, kann auch etwas blaustichig sein. Das hört sich jetzt erstmal widersprüchlich an, ein Gelb, das blaustichig ist. Aber schau dir mal das Zitronengelb an und schau dir mal ein Cadmiumgelb an zum Beispiel, das eher wie eine Banane, wie eine reife Banane ist. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, jetzt mischst du ein Blau und ein Gelb und mischst aber von beiden Farben jeweils noch einen Rotanteil dazu. Also wenn du ein bisschen eine Ahnung von Farbtheorie hast oder Farbenlehre, dann weißt du, dass du alle drei Grundfarben mischst eigentlich. Ne? Den Rotanteil mischst du ja dazu, zu einem gewissen Anteil, einen kleinen Anteil, und der bricht dir dieses Grün. Und dann bekommst du kein klares Grün. Und du machst und malst und bekommst kein klares Grün. Und du fängst das Zweifeln an, weil du dir denkst, ach, vielleicht habe ich wirklich kein Talent. Ich schaffe es ja nicht einmal, ein Grün richtig zu mischen. Dabei fehlte einfach nur das Prinzip. So. Und jetzt, glaube ich, habe ich genug gequatscht. Ne? Das war das Wort zum Sonntag. Denn wir wollen hier ratschen, stacken, Mythen knacken, quasseln, quatschen. Nur eins wollen wir nicht: tratschen. Das machen andere schon. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal bei Sachsen Fine Art, Art Talk.